Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Kommt doch einfach mit uns nach Freiburg und ins wunderschöne Elsass. Dieses Mal reisen wir über das Allgäu und den Schwarzwald nach Freiburg an, wo wir einen Stellplatz in unmittelbarer Nähe zum Stadion beziehen. Am nächsten Morgen fahren wir in die schöne Innenstadt und erreichen zunächst das alte Rathaus aus dem 16. Jahrhundert. Durch die Innenstadt fließen überall die sogenannten Bächle, die ein echtes Wahrzeichen der Stadt sind. Das Martinstor ist eines der ältesten erhaltenen Bauwerke Freiburgs und ein bedeutendes Zeugnis mittelalterlicher Stadtarchitektur. Es wurde um das Jahr 1200 errichtet und diente ursprünglich als südliches Stadttor. Der Augustinerplatz ist einer der lebendigsten und charmantesten Orte in Freiburg. Ein echter Lieblingsplatz für Einheimische und Besucher gleichermaßen. Wenige Meter weiter erreichen wir die Dreisam, in deren unmittelbarer Nähe sich die Hausbrauerei Feierling und viele kleine Cafés mit Außenterrassen befinden. Die Insel in Freiburg ist ein besonders malerisches Viertel in der Altstadt, voller Geschichten, Charme und Wasserläufen. Das Schwabentor ist neben dem Martinstor eines der beiden letzten erhaltenen mittelalterlichen Stadttore in Freiburg und ein echtes Wahrzeichen mit Geschichte, Legende und Charakter. Bereits im 12. Jahrhundert angelegt, dienten die Bächle ursprünglich der Versorgung mit Brauch- und Löschwasser. Heute sind die Bächle vor allem ein Symbol für Freiburger Lebensart und ein beliebtes Fotomotiv. Der Münsterplatz ist das historische Zentrum Freiburgs und einer der schönsten Plätze Süddeutschlands. Das Freiburger Münster ist das bedeutendste Bauwerk der Stadt und ein herausragendes Beispiel gotischer Architektur in Deutschland. Der Bau begann um 1200 und dauerte über 300 Jahre. Umgeben von prächtigen Bürgerhäusern und dem historischen Kaufhaus strahlt der Münsterplatz eine besondere Mischung aus mittelalterlicher Würde und lebendigem Stadtleben aus. Hier nehmen wir auf der Terrasse des Restaurants Rappen einen Flammkuchen und ein Bier der Freiburger Brauerei Ganter zu uns. Sehr lecker! Gemächlich machen wir uns nach diesem schönen Tag wieder auf den Rückweg zu unserem Wohnmobil. Am nächsten Morgen führt uns der Weg nach dem Frühstück weiter ins Elsass. Wir fahren durch abwechslungsreiche Landschaften, bis wir den Rhein und mit ihm die französische Grenze erreichen. Die nun allgegenwärtigen Weinberge sind ein sicheres Indiz dafür, dass wir das Elsass mit seiner Weinstraße erreicht haben. Wir quartieren uns auf dem idyllischen Campingplatz in Kaisersberg ein, der die nächsten Tage als Basis für unsere Ausflüge in die Umgebung dienen wird. Nach einem leckeren Cappuccino aus unserer Bordküche satteln wir unsere Fahrräder und radeln vom Campingplatz aus ins nahegelegene Kaisersberg.
Der Weg führt uns durch ein angrenzendes Wäldchen an einem kleinen Bach entlang und schnell ist der Ort erreicht. Was wir jetzt zu Fuß erlaufen, haben wir wirklich nicht erwartet. Eingebettet in die sanften Hügel der Vogesen und durchzogen vom klaren Wasser der Weiß liegt Kaisersberg. Ein Dorf wie aus einem Bilderbuch. Mit seinen bunten Fachwerkhäusern, kopfsteingepflasterten Gassen und blumengeschmückten Balkonen verzaubert es Besucher vom ersten Moment an. Die befestigte Steinbrücke aus dem 16. Jahrhundert, die sich über die Weiß spannt, ist ein beliebter Treffpunkt und ein tolles Fotomotiv. Das klare Wasser entspringt den Höhen der Vogesen und begleitet Besucher auf ihrem Weg durch die verwinkelten Gassen. Über der Altstadt thront die Ruine der mittelalterlichen Burg Schlossberg, deren Aussicht über die Weinberge bis weit ins Elsass reicht. Die Hauptstraße von Kaisersberg, offiziell die Rue du Général de Gaulle, ist das pulsierende Herz dieses elsässischen Bilderbuchdorfes. Sie zieht sich durch die Altstadt und verbindet Geschichte, Architektur und Lebensfreude auf engstem Raum. Mitten in der Altstadt erhebt sich die Kirche Sainte-Croix. Ihr roter Sandstein leuchtet warm im Sonnenlicht und erzählt von Jahrhunderten elsässischer Geschichte. Im Inneren öffnet sich ein weiter dreischiffiger Raum, getragen von massiven Pfeilern und durchflutet von Licht, das durch bunte Maßwerkfenster fällt. Vor der Kirche plätschert der Stockbrunnen mit der Statue von Kaiser Konstantin. Kaisersberg ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch der Lebensfreude. Hier verschmelzen elsässische Tradition und französische Gelassenheit zu einem ganz besonderen Erlebnis. Wir besteigen erneut unsere Räder und fahren weiter durch die schönen Weinberge zum nächsten kleinen Örtchen auf unserer Liste. Wir erreichen Riquewihr, das eingebettet zwischen Weinbergen und Vogesen zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt. Seine kopfsteingepflasterten Gassen, die bunten Fachwerkhäuser und die mittelalterlichen Stadtmauern lassen Besucher in eine andere Zeit eintauchen. Wir lassen uns ein leckeres Softeis schmecken und diese romantische Kulisse auf uns wirken. Hier scheint die Geschichte nicht nur bewahrt, sondern gelebt zu werden. Die Hauptstraße führt vorbei an liebevoll restaurierten Gebäuden, kleinen Boutiquen, Weinstuben und traditionellen Bäckereien.
Der imposante Dolderturm, der einst Teil der Stadtbefestigung war, wacht noch heute über das Dorf. In einem farbenfrohen Blumengarten hat es sich eine Katze gemütlich gemacht, die der ganze Trubel im Ort überhaupt nicht zu stören scheint. Die Bauweise in Requevier ist ein Paradebeispiel für elsässische Fachwerkarchitektur und mittelalterliche Stadtplanung. Ein echtes Freilichtmuseum der Baukunst. Wir verlassen das schöne Dorf und begeben uns auf den Rückweg durch die Weinberge, der uns mal auf und mal abführt. In den umliegenden Weinbergen gedeihen edle Rebsorten wie Riesling und Gewürztraminer und laden zur Verkostung direkt beim Winzer ein. Dann erreichen wir wieder Kaisersberg und kurz darauf auch unseren Campingplatz. Am nächsten Morgen begeben wir uns mit den Fahrrädern auf den Weg nach Colmar. Der Streckenverlauf dorthin verläuft sehr abwechslungsreich durch Weinberge und kleine Wäldchen. Irgendwann treffen wir auf einer Wiese auf putzige Esel, denen wir gerne eine Weile beim Grasen zuschauen. Wir erreichen Colmar und begeben uns, nachdem wir die Räder abgeschlossen haben, auf Entdeckungstour. Colmar wirkt wie aus einem Bilderbuch. Mit ihren blumengeschmückten Fachwerkhäusern und verwinkelten Gassen zieht die Stadt Besucher aus aller Welt in ihren Bann. Die Stadt liegt an der berühmten Elsässischen Weinstraße und gilt als Hauptstadt der elsässischen Weine. Colmar bietet eine perfekte Mischung aus Geschichte, Kunst und kulinarischem Genuss. Das Viertel Petit Venice, also Klein Venedig, ist zweifellos das romantischste und fotogenste Viertel von Colmar. Es verdankt seinen Namen den kleinen Kanälen des Flusses Lauch, die sich malerisch durch die Altstadt schlängeln, gesäumt von bunten Fachwerkhäusern, blumengeschmückten Brücken und charmanten Cafés. Ursprünglich war das Viertel ein Zentrum für Winzer, Gärtner und Schiffer.
Mitten im charmanten Viertel Petite Venise liegt die historische Markthalle von Colmar, die 1865 aus Ziegeln errichtet wurde. Sie ist ein echtes architektonisches Schmuckstück und ist nicht nur ein kulinarischer Treffpunkt, sondern auch ein Ort, an dem man das authentische Flair der Stadt erleben kann. Wir trinken noch einen leckeren Karamell-Frappuccino und schwingen uns erneut auf die Sättel unserer Räder. Immer weiter entfernen wir uns von der Stadtmitte, bis wir schließlich nur noch von Maisfeldern umgeben sind. Unser nächstes Ziel ist Eguisheim, das Kreisdorf im Elsass. Eguisheim ist ein traumhaft schönes Dorf, nur wenige Kilometer von Colmar entfernt. Es gilt als eines der schönsten Dörfer Frankreichs und verzaubert mit seinen kreisförmig angelegten Gassen, bunten Fachwerkhäusern und üppigen Blumenschmuck. Die mittelalterlichen Gassen verlaufen konzentrisch um das historische Zentrum, wo sich die Kapelle von Saint-Léon befindet, benannt nach Papst Leo IX., der hier geboren wurde. Diese Anordnung stammt aus dem 8. Jahrhundert und wurde strategisch gewählt, um das Dorf besser verteidigen zu können. Die kreisförmige Struktur sorgt dafür, dass man sich kaum verlaufen kann. Man dreht einfach eine Runde. Im Herzen des Dorfes liegt der zentrale Marktplatz. Dieser Platz ist das pulsierende Zentrum und ein echtes Postkartenmotiv. In seiner Mitte befindet sich ein kunstvoller Brunnen mit einer Statue des Papstes Leo IX. Er ist eines der meist fotografierten Motive in Eguisheim neben den vielen Störchen. Eguisheim lädt einfach zum gemütlichen Schlendern ein. Auf dem Rückweg fahren wir mit den Rädern durch die Weinberge, mal auf und dann auch mal wieder abwärts. Und manchmal führt der Weg auch an schönen Weingütern vorbei. Wir beenden den wunderbaren Tag, der wieder viele Highlights für uns bereithielt, auf unserem Campingplatz in Kaisersberg. Heute steht ein Standortwechsel auf dem Programm. Über der charmanten Stadt Ribeauvillé thronen gleich 3 beeindruckende Burgruinen, die wie aus einem Fantasy-Roman wirken. Ribeauvillé, auch bekannt als Rappoltsweiler, ist eine charmante Kleinstadt. Eingebettet zwischen sanften Weinbergen und den bewaldeten Hängen der Vogesen verzaubert auch sie mit ihrem historischen Flair und ihrer malerischen Altstadt.
Die Hauptstraße ist gesäumt von liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern aus dem 15. bis 18. Jahrhundert, Renaissancebrunnen und kleinen Plätzen. Der Metzgerturm aus dem 13. Jahrhundert ist ein Relikt der mittelalterlichen Stadtbefestigung und ein Wahrzeichen. Die Stadt vereint mittelalterliche Strukturen, Renaissance-Details und typisch elsässische Fachwerkhäuser zu einem harmonischen Gesamtbild, das Besucher sofort in eine andere Zeit versetzt. Ribeauvillé war im Mittelalter Sitz der mächtigen Herren von Rappoltstein, einem Adelsgeschlecht, das seit dem 11. Jahrhundert über die Region herrschte. Wir passieren die alte Stadtmauer von Bergheim und fahren sogar ein Stück durch das Zentrum des kleinen Ortes. Dann fahren wir auf direktem Wege in Richtung Straßburg und schlagen unser Nachtlager auf der deutschen Seite in Kehl auf. Der Campingplatz Kehl liegt idyllisch direkt am Rhein. Großzügige Wiesenflächen ohne feste Stellplatzgrenzen sorgen für ein freies, naturnahes Campingerlebnis. Moderne Sanitäranlagen mit durchdachtem Design und Unisex-Duschbereichen gefallen den Gästen. Die Wasserfähr- und Entsorgung befindet sich neben dem Waschhaus direkt beim Recyclinghof. Moderne Waschmaschinen und Trockner gehören auch wie die Geschirrspülgeräte und großzügige Abwaschbereiche zum umfangreichen Standard des Platzes. Und neben der Rezeption findet ihr das gemütliche Restaurant. Uns zieht es zunächst mit den Fahrrädern an das Ufer des Rheins. Die Rheinauen rund um Kehl sind ein faszinierendes Stück ursprünglicher Flusslandschaft, das sich entlang des Rheins erstreckt und zu den schönsten Naturgebieten der Region zählt. Kehl bietet gut ausgebaute Radwege am Rhein, die sich für gemütliche Fahrradtouren anbieten. Heute fahren wir mit der Tram von Kehl auf die andere Rheinseite nach Straßburg. An der zentralen Haltestelle Homme de Fer steigen wir wieder aus. Von hier aus sind es nur noch wenige Meter bis ins Zentrum der beliebten Altstadt. Straßburg ist eine Stadt voller Kontraste und Geschichte. Sie ist ein kulturelles Juwel mit französischem Flair und deutscher Prägung.
Das Straßburger Münster ist ein architektonisches Meisterwerk und das Wahrzeichen der Stadt Straßburg. Es zählt zu den bedeutendsten gotischen Kathedralen Europas und beeindruckt mit seiner reichen Geschichte und kunstvollen Details. Die Hauptfassade ist reich mit Skulpturen geschmückt, darunter Szenen aus der Passion Christi und Darstellungen von Tugenden und Lastern. Der Bau begann im Jahr 1176 und dauerte bis 1439, wobei die Kathedrale aus rosafarbenen Vogesen-Sandstein errichtet wurde. Mit ihrem 142 Meter hohen Nordturm war sie über Jahrhunderte das höchste Bauwerk der Welt. Die kompakte Innenstadt Straßburgs lässt sich, wie wir schnell feststellen, wunderbar zu Fuß erkunden. Die Ill, die Straßburg durchquert, ist ein Nebenfluss des Rheins und prägt die Stadt auf ganz besondere Weise. Wir erreichen noch einmal das Münster, dessen Südturm nie vollendet wurde. Das Viertel Petite France ist wie ein lebendig gewordenes Märchenbuch, charmant historisch und voller Atmosphäre. Es liegt im südwestlichen Teil der Grande Ile, der historischen Altstadt, und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Ile und ihre Kanäle durchziehen das Viertel und verleihen ihm ein venezianisches Flair. Malerische Brücken, Schleusen und Ausflugsboote machen den Spaziergang oder die Bootsfahrt zu einem echten Erlebnis. Im 16. und 17. Jahrhundert war Petite France das Viertel der Gerber, Fischer und Müller. Damals war das Viertel wegen des strengen Geruchs und seiner ärmlichen Bewohner wenig beliebt. Heute ist es eines der romantischsten und meistbesuchten Orte der Stadt. Die Stadt verbindet französisches Savoir-vivre mit elsischer Gemütlichkeit. In urigen Weinstuben genießt man Spezialitäten wie Flammkuchen, Sauerkraut und Gugelhupf. Wir hoffen, dass euch unser Roadtrip durch das Elsass gefallen hat und verabschieden uns mit diesen Bildern von dieser wunderbaren Region und von euch. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen möchtet, dann abonniert doch am besten gleich diesen Kanal, dann seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Es würde uns freuen. done. 'Cause maybe you'll fly, maybe you'll soar.
when you're